Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 Intro Remaster ist brutal gut. Zudem hat Renegade X nach vielen Jahren den 1.0 Release erreicht. Auch Going Medieval vor Full Release. Kult-Shooter Unreal Tournament 2004 ab sofort kostenlos. Age of Empires 2 bekommt überarbeitete Seefahrt und Weltkriegs-RTS Sudden Strike 5 könnte richtig gut werden. Also schnell noch auf den Abo-Button hämmern und dann geht's los. Dieser Wochenrückblick wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, bei welchem ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen bekommt und so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen könnt. Auch die heute besprochenen Going Medieval und Age of Empires 2 bekommt ihr bei Instant Gaming eine ganze Ecke günstiger. Zudem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 oder Red Alert 2 ist bis heute eines der geilsten RTS-Titel überhaupt und wird daher zu Recht bis heute aktiv gespielt. Da uns aber EA nach wie vor eine zweite Remastered Collection mit diesem Titel und Tiberian Sun vorbehält, da sie den Gerüchten nach den Source Code verloren haben, ich habe berichtet, waren mal wieder die Fans am Zug, die via KI-Hilfe das ohnehin schon grandiose Intro in die Neuzeit verfrachtet haben und hey, das ist so gut geworden, dass ich es euch auf keinen Fall vorenthalten wollte. Airstrike confirmed. Home conference. Moving out. Let's do it! We're being down! Let the troops flow. Wir bleiben bei Command & Conquer und seinen Fans, denn Renegade X hat nach unfassbar starken 12 Jahren diese Woche seinen 1.0 Release erreicht und gilt somit ab sofort als Vollversion. Der Titel, der auf dem Westwood-Shooter Renegade aus dem Jahr 2002 basiert, wurde via Unreal Engine sehr aufwendig von Grund auf neu gebaut und verbrachtet euch in die Schlachtfelder aus Tiberian Dawn, allerdings aus der Ego-Perspektive. Renegade X ist vollkommen kostenlos und hat über die Jahre sogar eine Singleplayer-Kampagne bekommen, die man durchaus mal gespielt haben kann. Mit dem Release schiebt sich der Fokus von Totem Arts jetzt voll auf den Nachfolger in Form von Firestorm, welches ich euch ebenfalls schon in einem Video ausführlicher vorgestellt habe. Man muss sich echt wieder an den Kopf langen, auf was für einer Goldgrube EA da eigentlich sitzt, aber bis auf Mobile Game Müll nichts draus macht. Immerhin wird Renegade offiziell geduldet, eine zeitnahe Abschaltung aufgrund von Lizenzgründen ist also nicht zu erwarten. Neben Renegade steht auch bei Going Medieval nach 4 Jahren Early Access die Vollversion an. Im Spiel baut und verwaltet ihr eine Burgsiedlung und habt dafür brutal große Freiheiten beim Gestalten
die schon fast Minecraft-Züge annehmen. Going Medieval ist eine riesige Erfolgsgeschichte, welche sich in den Jahren dem Vernehmen nach fast 1 Million Mal verkauft hat. Mit der jetzt am 12. März erscheinenden Vollversion soll aber auch noch nicht Schluss sein, sondern wie bisher in großen Content-Updates, von denen es schon 16 Stück gab, weiter gebastelt werden, auch wenn man hierzu noch keine Details verraten wollte. Going Medieval bekommt ihr bei Instant Gaming ab 11,11 € extrem reduziert und damit für einen Preis, für welchen man dieses Monstrum an Mittelalter-Citybuilder-Spiel durchaus mal anschauen kann, wenn ihr es nicht schon besitzt. Auch wenn ich in meinen jungen Jahren als Clanspieler UT99 rauf und runter gespielt habe, konnte ich mit den beiden Nachfolgern, also Unreal Tournament 2003 und 2004, nicht mehr ganz so viel anfangen, welche damals die Unreal Engine 2 vermarkten sollten. Trotzdem sind auch diese beiden Epic Games Shooter heute absolut Kult und im Falle 2004 jetzt sogar vollkommen kostenlos und dank Community auf den neuesten Stand gepatcht. Die jetzt für alle offiziell veröffentlichte Version ist unter dem Segen von Epic Games entstanden und hat sogar Support von ehemaligen Entwicklern erhalten. UT 2004 führte damals erstmals Fahrzeuge im neuen Onslaught-Modus ein und konnte so ein bisschen mit Battlefield in Konkurrenz treten, was man aber aus heutiger Sicht nicht ganz erreichte. Mich hat ja dieser dumme Walljump verrückt gemacht, mit dem sie es vom Movement her zu arg übertrieben hatten, aber gut, für umsonst definitiv ein Tipp und ein Spiel, das ebenfalls bis heute aktiv gespielt wird. Noch eine ganze Ecke älter als UT 2004 ist Age of Empires 2. Das hält den Oldie aber nicht davon ab, weiterhin ständig erweitert zu werden und jetzt durch das Update 1.69123 sogar neue überarbeitete Seemechaniken zu erhalten. Der Patch führt unter anderem den Hulk-Schiffstyp ein, welcher gezielt als Konter zum bisher dominanten Brandschiff gedacht ist. Aber auch wirtschaftlich ändert sich einiges. Denn Fischerboote sind jetzt anfälliger und sammeln langsamer Nahrung, erhalten dafür aber die Option, Gold durch Wale als zusätzliche maritime Ressource zu erwirtschaften. Ich meine, wer kennt sie nicht, diese Goldwale? Egal. Jedenfalls werden Wasserkarten dadurch völlig neu gewichtet und sollen diese viel interessanter machen. Darüber hinaus hat der Oldie einen Voice-Chat mit Text-to-Speech-Funktion erhalten und wird natürlich vom neuen DLC The Last Chief Trains flankiert. Den neuen DLC bekommt ihr bei Instant Gaming ab 13,49 €. Last but not least wurde diese Woche erstmals längeres Gameplay zum kommenden Weltkriegs-RTS Sudden Strike 5 veröffentlicht, was auch richtig stark aussieht. Im fertigen Spiel sollt ihr dann in 25 Singleplayer-Missionen auf riesigen und abwechslungsreichen Karten des Zweiten Weltkriegs mit unzähligen Einheiten hantieren dürfen und für ordentlich Chaos sorgen. Genauer gesagt sollen es über 300 Einheiten sein, die sich auf über 110 Infanterie- und 190 Fahrzeugtypen zusammensetzen, wie zum Beispiel den amerikanischen Sherman-Panzer. Die Schlachten sollen möglichst geschichtlich akkurat gehalten sein und konzentrieren sich dabei auf Europa und Nordafrika. Aktuell findet ihr auf Steam auch eine Demo zum Testen und wenn wir dann näher in Richtung Release steuern, schauen wir hier nochmal im Detail genauer drauf. In diesem Sinne euch ein schönes Restwochenende. Wenn ihr noch was zum Zocken braucht,
Gönnt euch was Gutes bei Instant Gaming und dann sehen wir uns gerne nächste Woche wieder hier in eurer Zocker Lounge.